zusammen! So, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Exploding Boxen basteln könnt. Das wird mein erstes Tutorial und ich habe dafür extra eine neue Kamera gekauft. Ich hoffe, ihr findet sie gut. Ja, und jetzt geht's los. Was ihr dazu benötigt. Und zwar braucht ihr Designpapier in verschiedenen Farben. Und am besten sortiert euch das schon mal vorher vor, wie ihr das gut findet und was ihr miteinander gern kombinieren wollt. Wichtig dabei ist jedoch, dass das Designpapier größer ist als 24 auf 24 cm. Dann benötigt ihr die sonstigen Bastelutensilien, die wären Bleistift und Radiergummi, Geodreieck und Lineal, am besten in den großen Varianten, also größer als 30 cm. Kleber, da könnt ihr den Kleber nehmen, den ihr gerne bevorzugt. Ich habe hier Flüssigkleber und Formtape genommen. Scheren in verschiedenen Größen und etwas zum Falzen. Und außerdem zeige ich euch nachher noch einen Trick, wie ihr mit einem Schweizer Taschenmesser daheim falzen könnt, falls ihr noch Anfänger seid. Als erstes gestalten wir die Außenseite. Dafür habe ich mir dieses Motivpapier ausgesucht. Wichtig ist, dass ihr hierbei darauf achtet, dass das Motivpapier keine besondere Laufrichtung hat. Später klappen wir Seiten hoch und wenn ihr zum Beispiel kleine Männchen hättet, dann würden die plötzlich kopfüber runterhängen. Sieht ein bisschen doof aus. Beim Anzeichnen ist es so, grundsätzlich besteht unsere Exploding Box immer aus Seiten, die 9 Quadrate beinhaltet. Und dabei kann man dann später, hier in dem Fall, die inneren Quadrate sehen und die Eckquadrate werden später quasi versteckt in der Box landen. Also könnt ihr euch schon vorher überlegen, wie ihr das anzeichnen wollt. Natürlich könnt ihr jetzt einfach rein theoretisch die Eckkanten wegschneiden. Ich fand es jedoch schöner, sie in eine Art Herzchenform zu bringen. Dazu habe ich mir einen Notizzettel genommen, diesen diagonal gefaltet, nachdem ich ihn auch auf 8 x 8 cm zugeschnitten hatte und mir eine Herzform vorgemalt. Als ich dann zufrieden mit ihr war, habe ich diese auf die Eckkanten übertragen und später entsprechend ausgeschnitten. Als nächstes wird unser Papier entlang der angezeichneten Quadratlinien gefalzt. Und für diejenigen, die keinen Falzball zu Hause haben, könnt ihr auch einfach ein Schweizer Taschenmesser nehmen. Die haben nämlich eine Art Schraubenziehaufsatz und mit dem können wir echt extrem gut einfache Linien zeichnen und Schweizer Taschenmesser liegen schon von sich aus sehr gut in der Hand. Das heißt, es ist ein einfacher Satz. Nehmt dabei dann bitte ein rutschfestes Lineal, damit euer Ergebnis auch schön gerade wird. Nachdem ihr alle Linien nachgefalzt habt, solltet ihr nun eure Herzchen quasi wie einknicken. Dazu zeige ich euch am besten mal, wie ich das gemacht habe. Nun kommen wir auch schon zur ersten Innenseite. Und zwar wollen wir hier später Tagtaschen draus basteln. Das heißt, ihr solltet euch erstmal 1 cm Seitenabstand auf eurem Designpapier einzeichnen. Anschließend könnt ihr wie gewohnt eure 9 Quadrate eintragen. Diese haben jedoch nur eine Seitenlänge von 7 cm. Das Ergebnis sollte so aussehen. Als nächstes zeichnen wir unsere Laschen ein, die wir später zum Basteln unserer Tagtaschen benötigen. Das sollte dann etwa eine Windmühlenform ergeben. Also, wenn ihr Fantasie habt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Wenn nicht, schaut einfach mir zu. Nun fahre ich für euch mit meinem Fineliner nochmal die Kanten nach, an denen wir später einschneiden werden. Bevor ihr jedoch tatsächlich anschneidet, empfehle ich euch, entlang der Bleistiftlinie nochmal zu falzen, denn dadurch wird später das Knicken wieder deutlich einfacher. Als nächstes schneidet ihr aus. Wenn ihr jetzt noch nicht ganz blickt, wie das jetzt überhaupt zusammengehört, es gibt eigentlich dafür einen ganz einfachen Trick. Ihr legt euch das Motivpapier mit dem Gesicht zu euch vor euch hin und klappt erstmal eure Seitenkanten hoch. Jetzt könnt ihr nämlich ganz gut erkennen, welche Laschen später wie welche Taschen ergeben sollen. Faltet diese nach innen und dann könnt ihr diese eigentlich auch schon festkleben. So sollte nun euer Endergebnis aussehen. Und bevor ihr euch wundert, wofür die Büroklammern sind, das ist ein kleiner Tipp von mir. Und zwar sind die eigentlich ganz praktisch dazu, dass einmal auf der einen Seite die Seitenteile, die zusammenkleben sollen, besser zusammenkleben, weil halt einfach die Büroklammer ein bisschen mehr Druck drauf ausübt. Und auf der anderen Seite bietet sie einen Abstandshalter, das heißt, man kann Tagtaschen später leichter ein- und ausführen, weil nur die Seiten zusammenkleben, die tatsächlich auch zusammenkleben sollen.
Nun kommen wir zu unserer dritten Seite, und zwar wird es die innerste Seite. Das ist wieder im Endeffekt dasselbe Spiel. Wir brauchen wieder 1 cm Seitenabstand, damit wir später Laschen für unsere Teigtaschen haben. Und wir zeichnen wieder 9 Quadrate ein. Diesmal haben die allerdings nur eine Seitenkantenlänge von 6 cm. Bei diesen Tagtaschen habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar fand ich das so ein bisschen zu langweilig, sondern ich wollte einfach Tagtaschen haben, wo man die Tags dann später noch ein bisschen sehen kann. Und dafür habe ich mir dann in den mittleren Quadraten jeweils mit einem Seitenabstand von 3,5 cm parallele Linien angezeichnet. Hier zeichne ich nun für euch nochmal die Linien ein, an denen ihr später einschneidet. Damit man es ein bisschen besser sieht, habe ich einen roten Feinliner genutzt. Im Endeffekt falzt ihr jetzt schon mal euer Papier vor und danach schneidet ihr wieder ein, so wie vorhin schon bereits. Das Besondere hierbei ist jetzt eigentlich nur, dass ihr quasi die vorhin eingezeichneten Linien jetzt nochmal ausschneiden müsst. Dazu habe ich eine Wellenschliffschere benutzt, weil ich das als Ergebnis schöner finde. Ihr könnt natürlich das Ganze auch gerade schneiden oder später noch ein paar Sachen ausstanzen oder sowas, je nachdem wie ihr das noch verzieren möchtet. So könnt ihr euch dann den Effekt vorstellen und ich muss ehrlich sagen, ich finde den ziemlich cool. Mir gefällt das extrem gut. Und was ihr jetzt halt noch beachten müsst, ist, dass ihr eben die Laschen auch auf die entsprechende Höhe kürzt, weil die sonst seitlich ein bisschen überstehen und das ja wie immer ein bisschen blöd aussehen würde. Wenn ihr nun alle Laschen aneinander geklebt habt, dann sieht euer Ergebnis so aus und es ist im Endeffekt schon eigentlich einsatzbereit. Eure anderen Layer könnt ihr im Endeffekt jetzt auch schon benutzen, wenn ihr möchtet. Allerdings finde ich, ist das ein bisschen langweilig und ich glaube, ihr findet das auch langweilig und deswegen geht es jetzt richtig fett dick ran ans Dekorieren. So, ich war richtig fleißig und habe ordentlich schön dekoriert, bis es mir schließlich gefallen hat. Und nun kommt ein ziemlich wichtiger Schritt, und zwar das Aufbringen der einzelnen Schichten übereinander. Beim Aufkleben der Seiten untereinander gilt es übrigens sorgfältig zu arbeiten. Und da ich jemand bin, der ein bisschen schusselig ist, male ich mir Hilfslinien, und zwar jeweils im Abstand von 0,5 cm zum inneren Quadratlinie an, damit ich später ganz genau weiß, wo ich meine Layer auflegen kann, damit die richtig schön sorgfältig parallel zueinander liegen. Zum Aufbringen der einzelnen Lagen benutze ich am liebsten Formtape, einfach weil es dadurch ein bisschen erhöht ist und ich finde diesen 3D-Effekt an sich sehr schön. So, nun setzen wir dem Ganzen noch den Deckel auf. Ha, was für ein toller Wortwitz. Und zwar benötigt ihr für den Deckel eine Restpapier oder irgendwie ein Papier, was gut dazu passt, und das braucht mindestens 14 auf 14 cm Seitenlänge. Der Hintergrundgedanke dessen ist eigentlich nur, dass wir ein Quadrat haben, das größer sein muss als unsere Box selbst, damit wir bequem und einfach alle Seiten reinsetzen und wieder rausnehmen können. Da habe ich mir überlegt, dass ich dann 8,4 cm als Seitenkantelänge nehme, einfach weil unsere Box an sich 8 x 8 cm hat und so hat man rechts und links jeweils noch 2 mm Spielraum. Dann benötigen wir zusätzlich zu unserer Grundfläche natürlich noch, wie nennt man das dann? Unsere Kanten, also den Überstand quasi, der den Deckel erst ausmacht. Und da habe ich mit mindestens 2,5 cm gerechnet. Wenn ihr das Ganze aufzeichnet, sieht es so aus. Als nächstes müsst ihr nun in die Kanten hineinschneiden, die Ecken ein wenig abrunden, alles zusammenkleben, und schon ist euer Deckel fertig. So, hier könnt ihr nun das fertige Werk sehen. An sich habe ich innen drin noch nicht so viel verändert. Ich glaube, ich werde auch nicht viel verändern und noch ein paar Tags hinzufügen. Hier könnt ihr sehen, wie der Deckel aussieht. Ist eigentlich ganz schlicht gehalten, aber ich finde das Motivpapier halt auch irre schön. Diesen kleinen Schmetterling. So sieht sie von den Seiten aus. Da bin ich noch ein bisschen mit Distress Ink drüber gegangen und habe dafür gesorgt, dass das ein bisschen dunkler wird. Einfach weil ich das so schöner finde. Wenn man es dann aufklappt, Explosion, kann man hier die ersten kleinen Tagtaschen sehen. So sieht das dann im Endeffekt aus hier mit diesem Effekt. Ich finde es eigentlich ziemlich cool.
Also wie gesagt, man kann da extrem variieren. Also ihr könnt euch zum Beispiel auch Stanzer nehmen und dann damit hier noch irgendwie was verschönern, verfeinern. Also das ist halt das, ich finde das Coole an diesen Exploding Boxen, man kann es halt sehr persönlich machen und ja, das weiß nicht, ich finde es einfach schön. Stellt mir vor, wenn ihr es zum Beispiel eure Oma schenkt oder so und einfach schöne Bilder von euch reinmacht oder von irgendwelchen Urlauben oder sowas. Ich finde es eigentlich immer ganz nett, sowas. Und es ist klein, es nimmt nicht viel Platz weg, man kann es irgendwo ins Regal stellen. Wenn man Lust hat, kann man es einfach wieder rausholen und sich anschauen. Hier jetzt zum Beispiel nur noch Außenplatz, also hier sind die kleinen Tags. Picture Days, Platz für ein Foto. Dann hier auch ein bisschen in diesem kitschigen Stil gehalten mit Blumenranken und kleinen Pünktchen. Dann steht hier Remember drauf. Und hinten habe ich vom Außenfunkkarton Motivpapier genommen. Dann habe ich hier noch mit einer kleinen Schmetterling. Also irgendwie habe ich es mit Schmetterlingen zurzeit, ich weiß auch nicht. Vermutlich ist es, weil gerade der Frühling ausbricht. Ja. Dann hier habe ich auch nur noch kleine Verzierungen angebracht. Hier seht ihr so ein bisschen Borte. Mein neues Distress-Pulver, mein neues Embossing-Pulver ausprobiert. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Ja. Kurz für Bilder. Hier. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also eigentlich ist der Schmetterling falsch rum, aber naja, das sieht man hier nicht so genau. Und außerdem ist es bei den Boxen ja sowieso egal, wie rum man die hält. Ich finde es bloß gut, wenn es irgendwie so eine einheitliche Richtung gibt. Ja. Hier hat mit diesem Kaffeebraunton gearbeitet. Und hier ein bisschen bunter, damit es auch ein bisschen moderner aussieht und nicht nur so mega verspielt und romantisch. Und ja. Sowas zum Beispiel finde ich ist auch ein super Effekt. Also ich habe das mit Distress Ink bearbeitet und dann hinterher mit einem braunen Stift einfach nochmal so eine Nählinie quasi wie nachgezogen. Und das, ich weiß nicht, es macht einfach sehr viel her. Ohne das sah es irgendwie nackt aus. Und es ist so einfach und geht super schnell. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeguckt habt und wenn euch das Tutorial gefallen hat und ihr mehr davon haben wollt, dann wünsche ich mir von euch einen Daumen nach oben. Das motiviert natürlich ungemein. Bis die Tage. Tschüss.